Guten Morgen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder euer Karrierekompass, das Radiomagazin für alle, die in Deutschland arbeiten wollen. Mein Name ist Lukas und heute haben wir ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, das uns alle nervös macht. Guten Morgen, Lukas. Ja, du hast recht. Das Thema ist Jobsuche und Bewerbung. Ich bin Sarah, ich bin Karrierecoach und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Sarah, ich muss ehrlich sein, wenn ich das Wort Bewerbung höre, bekomme ich Bauchschmerzen. Es ist so viel Stress. Wo fängt man überhaupt an? Deutschland ist groß. Wo sind die Jobs? Keine Panik, Lukas. Atme tief durch. Der Anfang ist heute digital. Früher haben wir Zeitungen gelesen, heute schauen wir ins Internet. Es gibt große Portale, zum Beispiel Stepstone, Indeed oder LinkedIn und natürlich die Bundesagentur für Arbeit. Okay, das Internet. Das klingt einfach. Ich tippe Bäcker oder Ingenieur ein und drücke Enter. Aber dann brauche ich Papiere, richtig? Die berühmte deutsche Bürokratie. Genau, das wichtigste Dokument ist der Lebenslauf. Auf Lateinisch heißt das CV, aber in Deutschland sagen wir Lebenslauf. Und Lukas, hier gibt es strenge Regeln. Deutsche Arbeitgeber lieben Ordnung. Ordnung ist das halbe Leben, sagt meine Oma immer. Was heißt das für meinen Lebenslauf? Darf ich ihn bunt machen? Mit vielen Bildern? Vorsicht in kreativen Jobs vielleicht, aber normalerweise gilt, klar, strukturiert und übersichtlich, keine Romane schreiben, maximal 2 Seiten und ganz wichtig in Deutschland, das Foto. Das Foto? Wirklich? Ich habe gehört, in den USA oder in England macht man das nicht mehr, wegen Diskriminierung. Das stimmt. In den USA ist das Foto tabu. Aber in Deutschland ist es noch sehr üblich. Es ist kein Gesetz, aber es wird erwartet. Der Chef möchte wissen, wer ist das? Er will dir in die Augen schauen. Okay, also nehme ich mein Handy, mache ein Selfie im Badezimmer und kleb's drauf? Nein, um Himmels willen, Lukas, kein Selfie. Und bitte keine Urlaubsfotos mit Sonnenbrille. Das wirkt unprofessionell. Geh zu einem Fotografen, zieh ein Hemd an, lächle freundlich, aber seriös. Das Foto ist dein erster Eindruck und für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Okay, kein Selfie, verstanden. Und was schreibe ich in den Text? Meine Hobbys, dass ich gerne Pizza esse. Hobbys sind gut, aber nur wenn sie passen. Pizza essen ist kein Hobby, das ist Hunger. Aber wenn du Fußball spielst, zeigt das, ich bin ein Teamplayer. Das ist gut. Aber das Wichtigste sind deine Stationen. Schule, Ausbildung, Universität, frühere Jobs. Und in welcher Reihenfolge? Fange ich mit der Grundschule an? 1995. Ich habe gelernt zu schreiben. Nein, wir machen es heute antichronologisch, das heißt, das Aktuelle kommt zuerst. Was machst du heute? Was hast du letztes Jahr gemacht? Das ist für den Chef am wichtigsten. Die Grundschule interessiert niemanden mehr. Das ist ein super Tipp. Also, heute zuerst, früher später. Und sag mal, Sarah, was ist mit Lücken? Ich habe mal 6 Monate nichts gemacht, nur auf dem Sofa gelegen. Schreibe ich das rein? Lücken sind gefährlich. Deutsche Personaler finden Lücken sofort, wie Detektive. Schreib nicht Sofa. Schreib Orientierungsphase oder Reise oder Weiterbildung. Aber lüge nicht. Lügen haben kurze Beine. Lügen haben kurze Beine. Noch so ein Sprichwort. Okay, Sarah, ich habe mein Foto, ich habe meine Tabelle. Was fehlt noch? Muss ich das unterschreiben? Ja, in Deutschland unterschreiben wir den Lebenslauf ganz unten mit Ort und Datum. Das zeigt,
Diese Informationen sind wahr und aktuell. Es ist ein Zeichen von Respekt. Wow, das wusste ich nicht. Unterschrift unter den Lebenslauf. Das ist sehr förmlich. Aber gut, wir sind in Deutschland. Hier liebt man Formulare. So ist es, Lukas. Wenn dein Lebenslauf perfekt ist, hast du schon 50% geschafft, aber dann kommt das nächste Papier. Das Anschreiben. Oh nein, das Anschreiben. Das klingt nach viel Arbeit. Darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil. Bleibt dran, liebe Zuhörer. Wir machen eine kurze Musikpause. Willkommen zurück bei Karriere Kompass. Wir sprechen über den Weg zum Traumjob. Sarah, mein Lebenslauf liegt fertig auf dem Tisch. Er sieht super aus. Aber jetzt sagst du, ich brauche noch ein Anschreiben. Ist das wirklich nötig? Liest das überhaupt jemand? Das ist eine gute Frage, Lukas. Manche sagen, das Anschreiben ist tot. Aber in Deutschland lebt es noch. Besonders bei traditionellen Firmen. Der Lebenslauf sind die Fakten. Das Anschreiben ist deine Persönlichkeit. Meine Persönlichkeit. Ich dachte, ich soll schreiben, hiermit bewerbe ich mich um den Job. Bitte nicht. Hiermit bewerbe ich mich, ist der langweiligste Satz der Welt. Das schreibt jeder. Du musst interessanter sein. Der Chef liest 100 Bewerbungen. Warum soll er deine lesen? Okay, also muss ich kreativ sein. Wie fange ich denn an? Hallo Chef, ich bin der Beste. Nein, das ist arrogant. Aber du kannst schreiben, Ihr Unternehmen fasziniert mich, weil... Oder, seit ich Ihre Produkte nutze, möchte ich bei Ihnen arbeiten. Zeig Motivation. Zeig, dass du dich informiert hast. Verstehe. Ich muss dem Chef Honig um den Bart schmieren, aber ehrlich bleiben. Genau. Und ein ganz wichtiger Tipp, Lukas. Bitte mach kein Copy-Paste. Viele Bewerber schreiben eine Vorlage und schicken sie an 10 Firmen und dann vergessen sie, den Namen zu ändern. Oh Gott, das ist peinlich. Sehr geehrte Damen und Herren bei Siemens, aber der Brief geht an Bosch. Genau das passiert oft und dann landet deine Bewerbung sofort im Papierkorb. Papierkorb auf, Bewerbung rein, tschüss. Du musst für jede Firma einen neuen Text schreiben. Das ist Arbeit, ja? Aber es lohnt sich. Okay, individuell schreiben, keine Fehler machen. Und wie lang darf das sein? 3 Seiten. Ich erzähle gerne Geschichten. Nein, Lukas, kein Roman, eine Seite, maximal eine DIN A4-Seite, 4 Absätze. Erst Einleitung. Warum schreibe ich? Hauptteil, was kann ich? 3 Motivation, warum diese Firma? 4 Schluss, ich freue mich auf das Gespräch. Kurz und knackig, das gefällt mir. Und die Anrede schreibe ich Hallo oder Moin Moin. Nein, wir bleiben formell, sehr geehrte Damen und Herren, oder noch besser, du suchst den Namen vom Chef, sehr geehrter Herr Müller oder sehr geehrte Frau Schmidt. Das zeigt Respekt, das zeigt, dass du recherchiert hast. Namen suchen, das ist ein Detektivspiel. Ich mag das. Okay, Sarah, ich habe den Lebenslauf, ich habe das Anschreiben, ich klicke auf Senden und dann warte ich. Du wartest und du checkst deine E-Mails, jeden Tag auch den Spam-Ordner. Manchmal antworten Firmen schnell, manchmal dauert es Wochen. Deutsche Mühlen mahlen langsam. Und wenn das Telefon klingelt, wenn Sie anrufen, was mache ich dann? Ich bekomme Panik. Wenn das Telefon klingelt, gehst du ran. Aber melde dich professionell. Sag nicht nur Ja oder Hallo, sag Lukas Meyer, guten Tag. Sei freundlich. Vielleicht laden sie dich ein.
Ein Vorstellungsgespräch, das Bewerbungsgespräch, das ist das große Finale, da zittern mir die Knie. Das ist normal, Nervosität gehört dazu, aber man kann das trainieren, wie einen Muskel. Im dritten Teil verrate ich dir, wie du dich perfekt vorbereitest. Was ziehst du an und wann musst du da sein? Spannend. Ich hole mir schnell einen Kaffee, um meine Nerven zu beruhigen. Wir sind gleich zurück. Wir sind zurück beim Karrierekompass. Der Kaffee ist getrunken, die Bewerbung ist abgeschickt. Und, juhu, Sie haben angerufen. Ich habe einen Termin. Nächsten Montag 10 Uhr. Sarah, was mache ich jetzt? Ich habe Angst. Glückwunsch, Lukas. Die Einladung ist der wichtigste Schritt. Sie finden dich interessant, jetzt wollen sie dich kennenlernen. Die wichtigste Regel für den Montag ist Pünktlichkeit. Ah, die deutsche Pünktlichkeit. Das Klischee. Heißt das, ich muss um Punkt 10 Uhr da sein? Nein, Punkt 10 Uhr ist fast zu spät. Du musst früher da sein, aber nicht zu früh. Wenn du 30 Minuten zu früh bist, nervst du die Sekretärin. Der ideale Zeitraum ist 5 bis 10 Minuten vor dem Termin. 5 bis 10 Minuten. Okay, das notiere ich mir. Und was ziehe ich an? Mein Lieblingspullover oder muss ich einen Anzug kaufen? Das kommt darauf an, wo bewirbst du dich? Bei einer Bank? Dann Anzug und Krawatte. Bei einem Start-up in Berlin, da ist der Anzug vielleicht overdressed. Da reichen eine gute Jeans und ein Hemd. Die Regel lautet, lieber ein bisschen zu schick als zu schlampig. Deine Kleidung zeigt Respekt. Sauber und ordentlich. Verstanden. Ich werde mein Hemd bügeln. Auch wenn ich Bügeln hasse. Okay, ich stehe vor der Tür. Ich gehe rein. Und dann sehe ich den Chef. Was mache ich? Umarmen? Küsschen links, Küsschen rechts? Stopp! Nein! Wir sind nicht in Frankreich. Und wir sind nicht auf einer Party. In Deutschland geben wir die Hand. Der Händedruck ist sehr wichtig. Er muss fest sein, nicht zu fest, du sollst keine Knochen brechen, aber auch kein toter Fisch. Kein toter Fisch. Haha, also ein fester, kurzer Händedruck und dabei in die Augen schauen? Unbedingt. Augenkontakt zeigt Selbstbewusstsein. Schau dem Chef in die Augen, lächle und sage, Guten Tag, Herr Müller, vielen Dank für die Einladung. Das ist der perfekte Start. Das klingt machbar. Und dann setzen wir uns hin, und dann kommt die Frage aller Fragen. Erzählen Sie mal etwas über sich. Ich hasse diese Frage. Soll ich erzählen, dass ich gerne Fußball spiele und Katzen mag? Nein, das ist keine private Frage. Der Chef will wissen, warum bist du gut für diesen Job? Erzähle kurz deinen beruflichen Weg. Ich habe Ausbildung gemacht, dann habe ich dort gearbeitet und jetzt suche ich eine neue Herausforderung. Bleib beim Thema Arbeit. Okay, professionell bleiben, keine Katzengeschichten. Und was ist mit meinen Schwächen? Fragen die das noch? Was sind Ihre Schwächen? Ja, das fragen sie oft. Und bitte, Lukas, sag nicht, ich bin zu perfektionistisch oder ich arbeite zu viel. Das glaubt dir niemand. Das ist eine Standardlüge. Was soll ich denn sagen? Ich bin faul und schlafe gerne. Dann bekomme ich den Job nie. Sei ehrlich, aber strategisch. Sag zum Beispiel, manchmal fällt es mir schwer, vor vielen Leuten zu sprechen, aber ich übe das gerade. Oder, mein Englisch ist nicht perfekt, aber ich mache einen Kurs. Das zeigt, du kennst deine Probleme und du arbeitest daran. Das ist stark. Das ist ein super Tipp. Schwäche plus Lösung. Das merke ich mir.
Sarah, ich fühle mich schon viel besser. Ich glaube, ich bin bereit für meine Bewerbung. Das freut mich, Lukas. Jobsuche in Deutschland ist Arbeit, ja, aber es ist auch eine Chance. Sei pünktlich, sei höflich, sei vorbereitet. Dann klappt das. Danke, Sarah. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt. Schreibt eure Lebensläufe, bügelt eure Hemden. Wir drücken euch die Daumen. Das war der Karrierekompass. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Tschüss.